Eltern werden. Keiner ahnt so richtig, was da auf einen zukommt. Ich bin auch vor kurzem Vater geworden. Und obwohl die Kleine noch sehr gnädig zu uns ist, weiß ich von Freunden und Bekannten, das wird nicht so bleiben. Was machst du mit diesem Kind, was eigentlich 23 Stunden lang brüllt? Am anstrengendsten den Schlafentzug. Also da war ich immer müde und dann ist man auch gereizter. Wenn ich jetzt schon ausraste, sozusagen, was kommt mit 14 auf mich zu? Kinder können ganz schön nerven und auch Stress machen. Und deswegen bin ich heute mit meiner Frage unterwegs. Mein Kind nervt. Was tun? Es gibt sicher verschiedene Level von Nerven. Aber irgendwann kommt man sicher an den Punkt, wo man einfach nicht mehr weiter weiß. Was sind das für Situationen, wo Eltern an ihre Grenzen kommen? Ich bin hier beim Elterntelefon und mit jemandem verabredet, der sich genau solche Situationen anhört. Bei der Nummer gegen Kummer können Eltern bundesweit über 1000 ehrenamtliche MitarbeiterInnen erreichen. Hallo, schönen guten Morgen. Hier ist das Elterntelefon. Im ersten Pandemiejahr 2020 ist die Zahl der Anrufe im Vergleich zum Vorjahr um über 60% gestiegen. Das finde ich ganz schön viel. Okay, ich drücke Ihnen die Daumen. Ne? Hallo. Hi, ich bin der Simon. Schön, dass es geklappt hat. Ja, finde ich auch. Der 72-Jährige leistet hier seit rund 5 Jahren Erste Hilfe in Erziehungsfragen. Eltern können bei ihm anonym anrufen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Einigen helfe es schon, wenn sie einfach mal ihr Herz ausschütten könnten, sagt er. Wenn das nicht reicht, leitet er sie an spezielle Beratungsstellen weiter. Mit was melden sich die Eltern? Was sind das so für Probleme, mit denen sie anrufen? Es hat mich in der letzten Zeit ein Vater angerufen, der war ganz verzweifelt. Der hat seinem pubertierenden Sohn eine Ohrfeige gegeben, weil er nicht mehr anders konnte. War aber verzweifelt, weil er sagt, das macht man ja nicht. Das ist auch ganz schrecklich. Der ist in Grund und Boden, hat er sich geschämt. Also dem ist was passiert, aber das erste Mal eben auch. Und der hatte solche Gewissensbisse auch. Ne? Da hilft eben auch nur mit dem Sohn sprechen, 3-mal durchatmen und sagen, also schlimm eigentlich, aber es ist passiert, wie können wir das regeln? Und sich da eben auch regeln mit dem Sohn zusammen, mit der Mutter, mit der Familie zusammen auch aufstellen, dass solche Eskalationen nicht mehr passieren. In der Pandemie haben mehr Kinder denn je Gewalt erfahren. Die Zahl von Kindesmisshandlungen ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 10% gestiegen. Hauptursache: überforderte Eltern. Und das sind jetzt auch immer mehr Väter. Homeoffice und Homeschooling, das sind so vielleicht die beiden großen Punkte. Wenn Vater eben zu Hause ist, was er sonst nie war, muss Homeoffice machen. Kinder toben rum, er muss mit Kunden sprechen und der Versuch schlägt fehl und mehrmals. Da dreht man dann durch, ne? Klar. Merken Sie noch andere Veränderungen während der Pandemie? Dieses Gewaltthema, auch Gewalt der Kinder gegenüber Eltern. Also wenn sie einen pubertierenden Sohn haben, der 1,80 ist und die Mutter ist 1,60, sage ich mal, und der droht eigentlich physisch, dann ist die Frage, wie können Eltern damit umgehen? Und die rufen dann eben auch an und sagen, also ich kann nicht mehr, ich habe Angst vor meinem Sohn, was mache ich? Ja, was raten Sie? Ja, dann muss sicher sofort auch das Gespräch gesucht werden, so man es kann oder so man Hilfen dann eben auch hat. Vielleicht Leute, die einen unterstützen, die der Sohn auch kennt, dass man sich zusammensetzt. Bis hin zur Konsequenz, da muss ich wirklich den Schritt zum Jugendamt auch gehen und mir dort Unterstützung holen. Also da denke ich, irgendwo ist eine Grenze, wo dann auch Schluss ist mit Diskutieren, sage ich mal, wenn so eine Bedrohungssituation ist. Würden Sie sagen, die Probleme haben sich im Laufe der Zeit geändert? Ich vermute eigentlich, dass das Grenzen setzen bei heutigen Eltern relativ schwer ist. Vielleicht auch irgendwie aus dem Gefühl heraus, ich kann mich vielleicht nicht so sehr zeitlich zumindest um meine Kinder kümmern. Denn auch die Frauen arbeiten ja heute in der Regel schon. Das war früher eben nicht. Die blieben zu Hause, kümmerten sich. Und vielleicht kommt daher so ein Gefühl, ich kann mich nicht so
ganz um sie kümmern. Ist jetzt eine Hypothese. Ne? Ich kann mich nicht so richtig um sie kümmern und ich muss ihnen mehr zugestehen. Und dadurch werden die Grenzen lascher, sage ich mal. Wie ist es bei Ihnen persönlich? Sie sind jetzt auch, Sie haben ja auch 2 Kinder, glaube ich, ne? Ja. Und auch Enkelkinder. Genau. Schon. Wenn Sie mal ein bisschen zurückschauen, wie kamen Sie schon mal an Grenzen, wo Sie nicht mehr weiter wussten und vielleicht Hilfe gebraucht hätten? Ja, nur damals, ich bin ja eine etwas ältere Generation, gab es noch keine Nummer gegen Kummer. Da waren aber Beratungsstellen da und ich weiß noch sehr genau, wir haben, also meine Frau und ich, haben eine Beratungsstelle vor Ort genutzt. Auch, ja. Wissen Sie noch, um was es da ging? Ja, es ging um das Sozialverhalten. Und das ist dann schwierig, wobei das Gefühl, das merkt man ja heute auch, wenn irgendwas in der Erziehung anscheinend schief läuft, Eltern geben sich sehr schnell eben auch selbst die Schuld, was habe ich falsch gemacht. Und da ist es auch ganz wichtig, denke ich, dass man auf der einen Seite hört, was ist das Problem mit dem Kind, aber auf der anderen Seite, was tun die Eltern für sich? Wo sind ihre Kraftquellen? Ihr Akku ist leer, können nicht mehr. Und welche Kraftquellen haben sie? Gibt es da irgendwas? Und was ich schön finde, ist, dass man nicht geächtet wird, sondern dass Hilfe holen einfach ganz normal ist. Und dass es vollkommen okay auch ist. Wie hier beim Elterntelefon. Das erreicht ihr übrigens unter dieser Nummer hier unten. Und wie das so aussieht, wenn eine Familie mal an ihre Grenzen kommt, das haben wir uns auch mal angeschaut. Der Sonntag könnte so schön sein. Nur Sohn Julius ist genervt. Ausgerechnet unser Ansteckmikrofon verursacht schlechte Laune. Das geht aber nicht. Du kannst ja nicht dran ziehen. Du kannst es dir mal angucken. Guck's dir mal an. Was genau Julius gegen das Mikro hat, verrät er uns nicht. Soll ich es einmal hier festmachen bei dir? Mal gucken, wie es bei dir ist und dann krieg ich es wieder zurück. Nein. Gerade die letzten Tage beim Julius ganz oft so, dass er irgendwas will, ganz unbedingt, und wenn er es nicht kriegt, dann einfach brüllt. Neulich wollte er zum Beispiel, dass wir ihm was ausdrucken zum Ausmalen, aber er wollte nicht, dass es auf Papier gedruckt wird. Also auch so, wo man sagt, also das kriege ich jetzt nicht zusammen. Und dann brüllt er und dann warten wir ab, bis es vorbei ist, bis er sich beruhigt hat. Manchmal hilft es auch, wenn man so einen Situationswechsel ist, da unten im Keller und holt die Ausstechformen für die Plätzchen. Vielleicht bringt ihn das so ein bisschen runter, so ein bisschen ablenken. Ja, aber es ist natürlich auch anstrengend, ne, wenn man sich das dann so anhören muss. Charlotte? Ja, das ist blöd. Nervt halt. Das nervt. Und mich nervt halt auch beim Hausaufgaben machen. Manchmal ist die einzige Lösung, dass einer samt Kind das Weite sucht. Fabian und Friederike Lang sind beide voll berufstätig und zu Hause ein gutes Team. Sie teilen sich die Arbeit mit den Kindern. Jetzt ist erstmal Ruhe. Charlottes kleiner Bruder Julius bringt seine Eltern im Moment oft an ihre Grenzen. Und das ist aber auch nichts Ungewöhnliches, sondern total normal für das Alter. Also das war bei der Charlotte nicht anders, das ist bei allen 3-jährigen Kindern so. Also nee, du machst es zum Glück nicht mehr. Ohne Zeitdruck bleiben die Eltern sehr gelassen. Und das überträgt sich auch auf den fast 3-jährigen Julius. So ein Kürbis ist jetzt auch viel spannender als das Ansteckmikro. Die coolste ist aber Charlotte. Die 7-Jährige versucht sich gerade einen Wackelzahn selbst per Biss in einen Apfel zu ziehen. Tapfer. Aber auch sie bringt ihre Mutter gerne mal an ihre Grenze. Neulich ist es noch gar nicht so lange her, dass ich sie angebrüllt habe, kurz bevor wir los mussten zur Schule. Und da habe ich mich so über mich geärgert. Ich fand es so blöd auch von mir. Mir tat es richtig dolle leid. Es ist ja vollkommen normal, wenn jemand lang genug immer auf deinen Oberarm tippt, irgendwann sagst du, hör auf, ne? Und dann hört er eben doch noch nicht auf. Und dann muss man sich das eben so einfach ein Stück weit klar machen, dass die Reaktion normal ist, aber man braucht halt irgendeinen Ableiter. Man braucht so ein Rausgehen können. Und bei mir war es, Charlotte am Anfang, die hat dann sehr schlecht geschlafen oder man musste sie sehr viel durch die Gegend tragen. Ich kann mich an diverse Runden um den Esstisch erinnern nachts. Und irgendwann kannst du halt nicht mehr, weil du einfach müde bist und dein Bedürfnis ist einfach nur schlafen. Und dann trotzdem nicht. Und dann hatte ich damals dann irgendwie den Wäschekorb zusammengetreten. Einfach, weil es halt nicht anders geht. Ne? Also irgendwo muss es dann auch hin. Irgendwann drückt sich das raus. Das also war sehr befreiend. Der Wäschekorb hat heute noch eine Beule. Ja. Die
Klassiksituation morgens, wenn man Druck hat und schnell zur Schule muss und die Kinder haben aber das Bedürfnis zu trödeln und sind noch gar nicht so in Stimmung, jetzt loszufahren oder so. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch die Brille, zum Glück. Gell? In der Schule? Nein, da nicht. Nein, da Oh nicht. Mist. Und eigentlich haben wir mal ausgemacht, dass sie immer hier auf dieses Brett kommt. Aber ich hab's vergessen. Wenn dann halt Ärger und Wut kommen, wenn man sich fragt, okay, was ist jetzt, warum bin ich jetzt gerade ärgerlich und wütend? Und wenn dann zum Beispiel die Antwort ist, okay, es ist wirklich mir sehr wichtig, pünktlich zur Schule zu kommen. Also mir wäre es sehr schlimm, wenn ich nicht mein Kind pünktlich abliefere. Und man sich dann überlegt, okay, wäre es denn wirklich so schlimm? Also ist es jetzt gerechtfertigt, dass ich deshalb jetzt laut werde? Und ich habe natürlich auch viel durch meine Arbeit gelernt. Also ich habe Erziehungswissenschaften hier in Frankfurt studiert. Und was mir auch oft hilft, ist, wenn man, also einmal so, dass Gefühle auch dazugehören, dass sie auch sein dürfen. Und wenn man sich dann auch fragt, was ist denn das Bedürfnis hinter der Wut oder hinter dem Ärger? Friederike Lang nimmt sich vor, in solchen Situationen reflektiert zu bleiben. Aber selbst der Erziehungswissenschaftlerin gelingt das nicht immer. Und dann ist es auch, was immer auch ein guter Ratgeber ist, wenn man mit Freunden redet, die auch Familie haben, die einem dann auch Tipps geben können. Manches ist auch so Try and Error, dass man sich selber kennenlernen muss und gucken, was hilft jetzt mir persönlich. Genau, was hilft dir selber? Was bist du für ein Typ? Ne? Also es gibt ja auch einfach, keine Ahnung, du hast Leute mit unterschiedlichsten Bedürfnissen. Ne? Und was dir halt hilft, dann diesen Druck irgendwie loszuwerden, das muss jeder so ein bisschen für sich selbst rausfinden. Du könntest keinen Ratgeber lesen, wo drin steht, wenn es nachts nicht geht, tritt in den Wäschekorb. Ne? Ja. Und was also mir da einmal geholfen hat, das ist so ein Spruch von meiner Tante, die hat gesagt, nach unten kommt oben. Das ist ein richtig dämlicher Spruch, aber es steckt total viel Wahrheit drin. Also wenn es mal schwierig wird, irgendwann wird es auch wieder gut. Also die Trotzphase ist irgendwann vorbei und die Zähne sind irgendwann auch durchgebrochen und die Krippe geht auch vorbei. Also man muss auch manchmal sich am Riemen reißen und durch so eine Zeit kommen. Nicht zu unserem Glück ein Fachbuch und ein Käsestück, eine Dose Kekse, Schnüre. Auf der anderen Seite kann man sich auch nicht vorstellen, dass es irgendwie ohne Kinder ginge. Also das muss man auch sagen. Ne? Also man kommt ja immer so rüber, als wäre das jetzt sozusagen nur anstrengend und irgendwie so mit Aushalten belastet. Aber man kann sich nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie nicht da sind. Man weiß noch nicht so ganz, wie das vorher war, also ich zumindest. Wir wollen nie wieder ohne sein. Ja, die sind schon ganz toll, alle beide. Der ganz normale Familienwahnsinn mit 2 Kindern. Gut, wenn es so klappt wie hier. Also Familie Lang scheint es ja ganz gut im Griff zu haben, wenn ihr Kind mal nervt. Wäschekorb sei Dank. Aber sie ist gelernte Erziehungswissenschaftlerin und sie hat natürlich auch das Glück, viele Tipps von Experten aus ihrem Umfeld zu bekommen. Ich hole mir jetzt auch ein paar Tipps von einer Expertin, denn ich gehe jetzt in einen Elternkurs. Ja, Elternkurs. Erst mal für mich. Genau, weißt du, wo du gelandet bist? Nee, schön, dass du da bist. Wir sind heute sogar schon im 6. Treffen. Hi, ich bin Simon. Meine Tochter ist frische 7 Wochen alt. Deswegen bin ich hier im Elternkurs, um mal zu erfahren, gibt es vielleicht was ich mitnehmen kann. Also heute geht es um euch als Erziehende. Wie geht ihr damit um? Also heute reden wir nicht generell über Problemsituationen, da würden wir übermorgen noch hier sitzen, sondern wir reden heute über euch und was ihr machen könnt. Alle Mütter hier kennen natürlich Konfliktsituationen im Alltag. Der Kurs soll helfen, besser darauf vorbereitet zu sein. Mit der richtigen Erziehungshaltung könnten wir uns das Leben leichter machen, meint Stefanie Emmert. Im Rollenspiel sollen wir das jetzt mal ausprobieren. Die Situation, die wir spielen, ist folgende. Das Kind soll mit zur Oma fahren. Ihr seid kurz davor loszufahren, das Kind will aber nicht. Und in unserem allerersten Akt setzt der Vater oder die Mutter sich durch. Ja. Dann stellt euch mal nebeneinander und sucht euch mal einen Raum. Ihr könnt auch hier rübergehen. Ja, das macht nämlich jetzt jeder erstmal für sich. Achtung, ich sage euch nur gleich nochmal, was wir machen. Ich spiele das Kind, das bockt. Steffi, die Mutter, die losfahren will. Die Mutter soll einmal autoritär sein, einmal total verständnisvoll und dann einfühlsam, aber bestimmt. Es wird uns schnell klar, welche Variante die beste für alle Beteiligten ist. Das sogenannte einfühlsame Reagieren.
Das ist die Kunst, die große Kunst, dass ich das Gegenüber einfach mal so wahrnehme, mit allen Gefühlen in dieser Situation, wie sie gerade sind. Fertig. Wo bewegen wir uns denn in der Realität? Mitte? Ja, irgendwo in der Mitte, würde ich auch sagen. Wie sieht denn euer Alltag aus? In stressigen Situationen fällt einem das nicht mehr so einfach. Man weiß ganz genau, man sollte nicht so mit dem Kind umgehen oder nicht so mit dem Kind reden. Aber wie in stressigen Situationen fällt einem das halt nicht mehr so leicht. Naja, wenn morgens auf einmal die Milch nicht so perfekt warm ist, weil ich sie 3 Sekunden länger auf dem Herd hatte. Ja? Oder ich totalen Zeitdruck habe und er aber jetzt nicht die blauen Socken anziehen will, sondern die Paw Patrol Socken, die aber leider noch im Trockner sind. Also natürlich, ja, ist so. Das sind alles so Situationen, die einen morgens um 6:30 so zur Weißglut bringen. Ja, und wie da noch einfühlsam sein? Genau damit könnten wir aber die Entwicklung unseres Kindes am besten fördern, erfahren wir. Ihm Selbstvertrauen und Vertrauen in andere geben. Denn je weniger wir das schaffen, desto negativer die Auswirkungen für das Kind. Hat wenig Zutrauen zu sich selbst, hat das Gefühl, nichts wert zu sein, ist ängstlich und unsicher, entwickelt körperliche Auffälligkeiten, wie zum Beispiel Einnässen etc., auffälliges Sozialverhalten außerhalb der Familie, wie Kindergarten oder Schule. Aber was können wir denn als Eltern und als Erwachsene tun, damit wir immer mehr und immer besser in dieses entwicklungsförderliche Verhalten kommen? Was könnt ihr denn für euch tun? Ist es am Ende dieses begrenzte Zeitbudget irgendwie vielleicht so zu handeln, zu steuern, dass man Quality Time, also dass man sich bewusst Zeit nimmt, weil man weiß, dass man sie braucht? Das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, weil ich habe ganz große Ohren bekommen, als ich die Auswirkungen gelesen habe. Also wegen der Quality Time muss ich kann ich nur von mir sagen, ich habe mir wirklich den Stress gemacht, jeden Tag. Ich mache mir den Stress immer noch, aber anders da. Also ich habe mir auch jetzt mehr Freiheiten genommen. Also es ist nicht so, dass ich nur Mama bin und nur arbeiten gehe. Ich gehe auch am Wochenende wieder weg. Und wenn ich das nicht machen würde, ich bin Anfang 30 und aber trotzdem will ich abends noch weggehen können. Du bist auch noch Vanessa. Ja, genau. So. Und das ist es nämlich. Du bist Und das nicht habe nur Mama, ja. Ich habe das so hinten angestellt. Ich habe wieder Zeit für mich mir genommen. Dass es natürlich so die Idealvorstellungen sind, wo man hin will. Was sind denn so komplette No-Gos? Also wo sind Grenzen, die man bestenfalls nicht als Eltern übertreten sollte? Ja gut, dafür steht ja auch der Kurs. Es ist ja ein Gewaltpräventionskurs auch, ne? Starke Eltern, starke Kinder. Und es ist ja gesetzlich verankert in Deutschland, Kinder dürfen sowohl physisch als auch psychisch ja nicht aber gerade dieses Psychische, glaube ich, genau. ist eine ganz diffuse Angelegenheit. Weil klar, wenn die Hand ausrutscht, das weiß jeder, das sollte man nicht tun. Genau, also Hand ausrutschen, also jegliche Art von Gewalt ist untersagt, ist strafbar. Dazu zählt halt aber auch die psychische Gewalt. Und wir analysieren hier immer mal so ein bisschen raus, wann sprechen wir denn von psychischer Gewalt? Und wenn ich jetzt einmal im Stress ausraste und mein Kind anschreie, dann hat es was damit zu tun, was ich danach mache. Also wenn ich jeden Tag mein Kind anschreie und verstärkt nur noch sehr entwicklungshemmend mit meinem Kind umgehe, dann hat das irgendwann eine Auswirkung auf seine Entwicklung und das ist dann auch eine psychische Gewalt. Bräuchte es aber nicht dann idealerweise, also wie bei einem Geburtsvorbereitungskurs, der ist Standard, aber ein Elternvorbereitungskurs, also meines Wissensstandes noch nicht, obwohl Elternsein viel länger dauert. Guter Punkt. So. Also, ja, also sollte nicht dann vielleicht einfach jeder, und es geht gar nicht um Elternführerschein, man kann durchfallen, sondern einfach, man muss es abgelegt haben. So. Man muss es mal gehört haben. Einfach genau die Sachen, die du gerade gesagt hast. Wie steht ihr dazu? Also ich fände das super, genauso wie ich das bei Tieren auch toll fände. Ja, also wie oft ich auch sehe, wie schlecht mit manchen Tieren umgegangen wird, da sage ich auch, da sollte auch erst mal geschaut werden. Wie seht ihr das? Brauchst so einen Elternkurs obligatorisch für jeden? Einfach nur, damit er einen besucht hat? Wie beim Geburtsvorbereitungskurs? Schreib's mir mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Alle Mütter hier fanden das eine super Idee. Hätte ich nicht gedacht. Und ich? Ich fand die Offenheit im Kurs super. Und natürlich, alle wollen das Beste für ihr Kind. Aber das ist eben gar nicht so einfach.
Eigentlich ist schon seit langem klar, Eltern brauchen mehr Wissen. Das hilft ihnen einfach, wenn das Kind nervt. Ist dann ein verpflichtender Elternkurs vielleicht doch die Antwort? Ich frage einfach mal ein paar andere Eltern. Ich komme gerade aus einem Elternkurs und da waren alle Mütter einstimmig der Meinung, Elternkurse sollten verpflichtend sein für alle Eltern. Elternkurse? Ja, Elternkurse, genau. Gibt es überhaupt? Die gibt es. Sie wissen gar nicht, dass es Elternkurse gibt. Ja, es gibt nur einfach hier einen Fahrschülerschein oder sowas, was anderes. Aber es wäre schön, dass man erst mal, bevor Eltern werden, einen Elternschein oder das wäre eine Folge. Finden Sie gut? Ja, weil das ist eine große Verantwortung und die Kinder auch gut zu erziehen, wäre es eigentlich, diese Elternkurse ist eigentlich, finde ich, eine tolle Idee. Ja, ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich als Familienhilfe arbeite. Insofern ist das mein täglich Brot. Es gibt durchaus Momente auch in meiner Arbeit, wo ich mir sowas in der Art wünschen würde. Auch ein bisschen Auseinandersetzung mit sich selbst als Eltern, dass das auf jeden Fall schon hilft, aber noch zu wenig passiert. Also ich finde, der entscheidende Punkt ist, wenn man sagt, allein schon, wenn mein Kind nervt, da kann ich nur sagen, Kinder nerven in dem Sinne nur dann, wenn eigentlich die Erwachsenen nerven. Also für mich in meiner Arbeit sehe ich das immer wieder, dass man es auf die Kinder sind die Symptomträger, die Kinder sind die dann irgendwie in Behandlung müssen oder an denen man dann irgendwie rumdoktert, die irgendwie zum Psychologen gehen und oft wären es eigentlich die Eltern, die vielleicht ungelöste Sachen mit sich rumschleppen, Eltern geworden sind, weil, warum auch nicht, jeder möchte gern Kinder haben oder die meisten, zu denken, ich kann Kinder in die Welt setzen und muss mich mit mir selber nicht auseinandersetzen. Da gibt es sicher auch ein paar Leute, die haben so viel Gutes mitbekommen, die kriegen das gebacken, da läuft das irgendwie. Aber ansonsten sage ich immer, wer sich nicht mit sich selber auseinandersetzen kann oder will, das spürt man früher oder später. Und wir haben alle krasses Zeug erlebt. Der eine mehr, der andere weniger. Und insofern muss man daran. Super. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit und schönen Tag noch. Danke Viel Spaß Ihnen auch. noch. Die Familienberaterin, die ich ganz zufällig getroffen habe, hat eine klare Meinung. Und auch mir wird immer klarer, das Wichtigste ist, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Dann ist man vielleicht auch viel weniger genervt von seinem Kind. Das Kind nervt nicht. Das Kind nervt Man nicht? muss sich selber erziehen. Ja? Ja. Und wie funktioniert das am besten? Man muss geduldig sein. Man muss Geduld üben. Und wie lernt man Am das? besten von seinen Eltern. Und wenn man nicht das Glück hatte, dass es quasi man Geduld von seinen Eltern gelernt bekommen hat, Ja. Dann gibt es Therapien wahrscheinlich. Vielleicht eine Therapie, vielleicht reicht der Elternkurs bei Stefanie Emmert. Aber für die meisten wäre doch sicher schon ein obligatorischer Elterncheck ganz okay, oder? Gute Frage, müsste ich drüber nachdenken tatsächlich. Weil, also ich meine, ich weiß nicht, ob man es verpflichtend machen kann, also ob man die Leute so tatsächlich erreicht. Ich meine, die U-Untersuchungen wurden ja auch irgendwann verpflichtend eingeführt, da hat es ja wohl ganz gut funktioniert tatsächlich. Ja. Also insofern. Ich glaube, es gibt schon so ein paar Sachen, die sich lohnen würden zu überprüfen. So. Wie zum Beispiel? So. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn es darum geht, dass du immer gesagt kriegst, du sollst dein Kind nicht schütteln oder sowas. So, ich glaube, es gibt immer noch Eltern, die es A, entweder nicht wissen oder die es B halt aus Verzweiflung trotzdem machen. Und ich glaube, solche Sachen, also wenn es irgendwie um die körperliche Behandlung vom Baby geht, da wäre es schon gut zu wissen, dass die Eltern das halt irgendwie ernst nehmen. Was wäre denn ein gängiger Weg, wo du sagen würdest, ja, das könnte passen? Wenn es nicht darauf hinausläuft, dass dann noch weitere Konsequenzen sind, sondern nur, dass man sicherstellt, jeder hat schon mal gehört, wie man damit umgehen kann und was man macht, wenn das Kind nervt. Ich glaube, dann könnte ich damit auch mitgehen, ja. Dann finde ich das auch eine gute Sache. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Der eine Vater wusste gerade gar nicht, dass es überhaupt Elternkurse gibt. Und in dem Kurs, wo ich war, haben mir auch die Mütter gesagt, die Teilnehmer sind meistens Mütter. Was mache ich denn als Vater? Ich meine, klar, die Kurse sind offen für alle, aber ich bin meistens der Exot. Wir mussten ein bisschen suchen, aber wir haben was gefunden. Und da gehe ich jetzt hin. So. Ich treffe mich jetzt mit ein paar Vätern vom Vätertreff aus dem Familiengesundheitszentrum in Fechenheim und mal schauen, was die Männer mir so zu sagen haben. In Frankfurt-Fechenheim treffen sich schon lange Mütter regelmäßig, um sich auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen oder einfach auf einen Plausch. Das machen die Väter jetzt auch.
Denn als sie irgendwann mal bei einem Ausflug dabei sein durften, haben sie gemerkt, wie gut ihnen das tut. Seitdem organisieren sie ihre eigenen Treffen. So, erzählt mal, was macht ihr beim Vätertreff? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin vor circa 7 Jahren hierher gezogen. Vor 6 Jahren wurde mein erster Sohn geboren. Ich fand es halt einfach total schön, sich mit anderen Vätern zu unterhalten, weil die haben ähnliche Probleme, obwohl sie ganz andere Jobs haben, obwohl sie woanders aufgewachsen sind. Ich fand es interessant. Und also ich habe mich gleich total wohlgefühlt bei dem Vätertreff. Du hast gerade gesagt, dass ihr ähnliche Probleme habt. Was sind das für Probleme? Ja, das größte Problem ist heutzutage, glaube ich, die ganzen Handys und Konsolen. Ist einfach so. Ja. Ich sehe es halt an meinen, ich habe 4 Stück. Ja. Und wenn ich nach Hause komme, meine Frau und ich sind beide berufstätig, sind sie meistens vor dem Handy oder Fernseher. Ich bin halt so, ich komme nach Hause, ich nehme erstmal alles weg, ja, ist einfach so. Und sage, hier, du kriegst dein Handy, ruf deinen Freund an, geh hin. Und so versuchen wir auch, die Probleme der Kinder irgendwie zu lösen. Was war's bei dir? Also ich fand am anstrengendsten den Schlafentzug. Also da war ich immer müde und dann ist man auch gereizter, dann macht man Fehler in der Arbeit, denkt man auch, das war jetzt eigentlich total einfach. Ey, lese ich da die Zahl falsch, was mache ich da falsch? Also jetzt, zum Glück ist es jetzt schon seit 1,5 Jahren viel besser. Und die Kinder schlafen durch und es ist quasi dieses Tal der Tränen ist durchstanden und da hat auch der Francesco immer gesagt, ja, das geht vorbei und also wenn man dann ältere Väter sieht, die ja auch wieder dann mehr Energie haben, sage ich jetzt mal so, dann weiß man auch, dass das eine Phase ist, da muss man halt durch. Und das ist dann immer ein ganz gutes Gefühl, dann da so eine andere Meinung halt auch nochmal zu bekommen. Oder was ist eine andere Meinung, aber Leuten, die es halt ähnlich geht. Die Erfahrungen der anderen helfen, die eigenen Probleme zu lösen. Zu wenig Zeit für die Kinder, das macht ihnen zum Beispiel allen am meisten zu schaffen. Beim Vätertreff bekommen sie zumindest einmal im Monat Quality Time mit ihren Kindern. Klar, ich habe heute das Problem, ich habe 4 Kinder und ich muss halt länger arbeiten, um alle zu ernähren. Und ich finde es super, es müsste 3-mal im Monat so sein, ja, dass das alles noch besser wird. Ja. Das ist natürlich der Freiraum, den wir dann einmal im Monat hier haben. Wir sind unter uns und es werden wirklich auch alle Themen angesprochen, dass wir viele Dinge vielleicht gar nicht so besprechen würden, wenn Frauen dabei wären. Kämpfen Väter mit anderen Problemen als Mütter? Merkt ihr das? Also, könnt ihr das sagen? Beziehungen laufen immer noch in demselben Rollenverhältnis, dass der Mann arbeiten geht und die Frau sich um die Kinder kümmert. Bei vielen so das Kennenlernen des eigenen Kindes, mit dem Kind etwas unternehmen und so weiter, kaum möglich war. Weil, wie gesagt, der Vater arbeiten geht, am Wochenende erschöpft ist, gegebenenfalls, oder andere Aktivitäten anstehen. Und das ist vielleicht der Hauptunterschied, dass die Kinder an den Müttern, also mit den Müttern mehr Kommunikation und Erziehung erfahren und die Väter, zumindest jetzt hier im Fechenheimer Stadtteil, tatsächlich wenig von ihren Kindern mitbekommen. Habt ihr eine Veränderung gemerkt in der Beziehung mit euren Kids, seitdem ihr hier seid? Ja, ich beschäftige mich auch jetzt mehr mit meinen Kindern. Dann habe ich auch das gemerkt, dass die Kinder brauchen das Zeit auch, ja. Und ich fühle mich auch schon, ich bin geduldiger geworden, ruhiger geworden, geduldiger auch. Das war für mich wichtig. Ist bei dir eine ähnliche Situation, dass du auch was mitgenommen hast oder gemerkt hast, die Beziehung hat sich geändert quasi? Natürlich, zu meinen Kindern auf jeden Fall, ja. Ich habe einen 17-Jährigen, den nehme ich nicht mit. Ja. Meine Kleine ist 5 Jahre, die nehme ich manchmal mit, ja. Natürlich, die ist zutraulicher zu mir geworden. Die ruft mich auch manchmal dann halt auch zu Hause. Ja? Ich will den Papa, ich will nicht die Mama. Ja? Und so merkst du schon. Ich finde es klasse. Ich wohne leider nicht in Fechenheim. Wenn ich in Fechenheim wohnen würde, hättet ihr auf jeden Fall eine Mail von mir demnächst. Nee, wirklich. Ich wurde wirklich herzlich aufgenommen und wäre gerne da geblieben. Ich finde es klasse, wie die Väter sich dort organisieren. Was ich aus allen Gesprächen mitgenommen habe, Geduld ist ganz wichtig. Mit den Kindern, aber auch mit sich selbst. Und ich habe heute gesehen, es gibt sehr, sehr viele Angebote, aber die kosten Zeit und Energie. Und irgendwann muss auch mal ein Wäschekorb herhalten. Denn die Kinder nerven nun mal. Da kommen wir nicht dran vorbei. Aber wichtig ist, sich das klar zu machen und auch Geduld mit sich zu haben.
Denn keiner von uns ist perfekt. Es gibt nicht die Supermom oder den Superdad. Und Hilfe holen ist vollkommen normal und auch wichtig.